Secondhand, I felt a bit forgotten. Im Moment resigniere ich auch einfach ein bisschen. Ich gerade an einem Punkt bin, wo ich einfach merke, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werde. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein bisschen was von meiner alltäglichen Arbeit, und wer sich da jetzt vielleicht gefragt hat, was das mit dem Bild auf sich hat, im Prinzip die Einleitung zu dem Video, das würde ich euch in dem Video auch noch kurz erklären. Ja, da habe ich ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen was Privates zu erzählen. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer freuen, wenn ihr das Video fleißig kommentiert, liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen, und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und jetzt würde ich einfach sagen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. And they came when it's cold. We could go till we're older. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich für die vielen, vielen Kommentare, die es bei meinem letzten Video gab, bedanken. Speziell für die Geburtstagsglückwünsche möchte ich vielen, vielen Dank sagen an alle. Das hat mich riesig gefreut, wirklich. Wie gesagt, mir bleibt nichts anderes übrig, außer vielen, vielen Dank zu sagen. Ganz am Anfang möchte ich auch noch mal kurz auf einen Zuschauerkommentar drauf eingehen. Der Zuschauerkommentar, ich würde ihn gerade mal kurz ein bisschen anschneiden. Es war zum einen die Frage, ob man hier Land besitzen kann. Ich kann euch nur sagen, was mein Wissensstand einfach ist. Man kann hier als Ausländer was besitzen, aber kein Land. Es ist sicherlich auch möglich, als Ausländer Land zu besitzen, wenn man das nötige Geld dafür hat, wenn man Investor ist oder wenn man irgendein Unternehmen gegründet hat. Aber das, wie gesagt, ist einfach mein Wissensstand. Ich mag mich da nicht irgendwie zu weit raushängen. Ich würde euch aber gern einfach einen Kanal von dem Mario verlinken, der da wirklich immer ganz gut mit Informationen, was das anbelangt, unterwegs ist. Den Kanal von dem Mario würde ich euch gerne oben dann einfach kurz verlinken. Dort könnt ihr einfach reinschauen. Dort könnt ihr euch informieren. Seine Informationen sind meines Erachtens nach, das ist auch bloß mein Empfinden, immer sehr informativ und sehr hilfreich. Es war auch noch eine Frage, ob man hier Cannabis anbauen kann. Auch da ist mein Stand heute nicht mehr aktuell. Es wurde hier legalisiert. Auch der Anbau wurde legalisiert, aber mittlerweile soll das anscheinend auch schon wieder irgendwo im Umbruch sein. Ob das so ist oder nicht, auch da mag ich mich nicht zu weit raushängen, da mag ich keine Auskünfte geben. Das ist einfach auch nicht mein Content, den ich hier betreiben möchte. Ich helfe natürlich gern, wo ich kann, aber ja, ich sag mal, bei solchen Fragen, da wie gesagt, einfach dem Kanal vom Mario verfolgen. Er hat da wirklich Informationen, die meines Erachtens nach gut sind und dem man auch sich darauf verlassen kann. Also ja, derjenige, wo da mehr Informationen braucht, einfach mal auf dem Kanal von Mario vorbeischauen, und dann bekommt er da sicherlich die Informationen. Aufgrund solcher Fragen könnt ihr da sicherlich dann nachbohren oder auch in seiner Video-Playlist nachschauen. Ich habe sogar im Kopf, er hat da einige Videos online stehen. Schaut da einfach mal rein, schaut euch's an, und dann werden eure Fragen da beantwortet. Aber das, was ich euch da sage, das ist alles schwammig. Das kann ich euch nicht sagen, ob das wirklich so ist, wenn ich da euch was sage. Und deswegen, ja, verzeiht mir da einfach. Aber das, ja, mit den Sachen möchte ich mich auch nicht noch zusätzlich beschäftigen müssen. Als erstes würde ich mal sagen, dass wir anfangen, ein bisschen die Garage oder halt den Schuppen aufzuräumen, der für die Motorräder bestimmt ist. Da hatte ich jetzt endlich Zeit, hatte jetzt endlich auch die Muße dafür, dort anzufangen. War die letzte Zeit auch ein bisschen beschäftigt. Da komme ich aber nachher später auch noch mehr dazu. Ich würde aber einfach sagen, ihr schaut mir wieder ein bisschen dazu beim Arbeiten, schaut mir ein bisschen über die Schulter, was ich da gemacht habe. Der Schuppen für die Motorräder, ja, der ist jetzt so gut wie fertig. Ein paar Sachen noch zu erledigen,
Aber ich würde sagen, ihr schaut euch da jetzt einfach an, was ich da so gemacht habe. Für heute steht auf dem Plan die Garage, also den Raum neben der Autogarage noch aufzuräumen, dass ich endlich die Motorräder dort reinstellen kann. Habe jetzt mal angefangen, ja, aufräumen der Garage ist nicht gerade meine Lieblingsarbeit. Aber ja, ich muss da jetzt endlich ran, weil ich will dort drin eben aufräumen, das Regal noch umstellen, will den ganzen Abstellraum dort oder den kleinen Schuppen dort noch mit dem Hochdruckreiniger rauswaschen, dass da auch mal wieder sauber drin ist. Ja, jetzt habe ich schon mal angefangen. Ich würde sagen, ich zeige euch mal einfach, wie es jetzt aussieht. Das ist ja eben der Schuppen, wo die Motorräder dann nachher rein sollen. Da habe ich jetzt eben schon angefangen aufzuräumen. Habe da jetzt einfach aussortiert, den ganzen Müll aussortiert. Habe dort das, was ich noch brauchen kann, in die Ordnungsboxen da eingeräumt. Jetzt werde ich mir noch das Regal hier vornehmen, da auch noch aufräumen. Hat bereits 2 große Säcke Müll gegeben. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall noch weiter. Das Regal will ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Bin jetzt noch am Überlegen, was ich mit unseren ganzen Umzugskartons da noch mache. Da haben wir immer noch so viel. Ja, mal schauen, was ich da mit noch anfangen werde. Das Ziel ist auf jeden Fall, das Regal kommt an die Rückwand. Dann mal schauen, wo ich das kleine Regal noch hinstelle. Das wird wahrscheinlich dann einen Platz finden in den neuen Geräteschuppen, wo wir gebaut haben. Muss ich mal dann schauen. Oder vielleicht kommt er dann hier in die Ecke. Dann kommen eben die Motorräder dort rein und meine Saleng hier rein. Da muss ich mir jetzt eben noch überlegen, wie ich denn hier alles so drin gestalte. Fakt ist, da müssen 1, 2, 3 Motorräder rein. 3 Motorräder plus mein Beiwagen. Und dann habe ich noch meine Fahrräder hinten stehen, hinten an dem Schuppen hier. Die würde ich gerne eigentlich auch hier reinstellen. Dann ist es soweit aufgeräumt. Hier dann eigentlich nur so notwendige Sachen fürs Auto, sage ich mal, wo ich es fürs Auto oder für die Motorräder brauche. Und dann sollte das hier eigentlich gehen. Aber wie gesagt, Ziel ist auf jeden Fall, heute noch das kleine Regal aufzuräumen. Und morgen werde ich dann sicherlich weitermachen und hier dann den ganzen Boden mit dem Hochdruckreiniger reinigen. Dort, wo das Auto steht, da auch die ganze Einfahrt noch mit dem Hochdruckreiniger machen. Aber das werdet ihr dann, denke ich, dann morgen auf jeden Fall wieder sehen. Go till we're older. Put your head on my shoulder. Also mit dem Regal bin ich jetzt auch durch. Das heißt, morgen starte ich dann jetzt hier alles komplett leer zu räumen, das Regal umzustellen und dann wird hier mit dem Hochdruckreiniger eben rausgewaschen. Dann wird es wieder eingeräumt und dann kann ich dann hoffentlich auch alle Motorräder hier reinstellen. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Ja, ich lasse die Kamera sicherlich morgen auch noch dabei laufen. Könnt ihr da sehen, denn wie es denn anschließend aussieht. Ich denke, ich kann euch dann auch zeigen, wenn die Motorräder drin stehen. Aber ich werde dann eben alles schön sauber machen und dann kommt hier alles rein und dann mache ich auf jeden Fall morgen weiter, weil jetzt gehe ich die Tiere füttern und dann lasse ich den Abend einfach noch ein bisschen ausklingen. In dem Fall bis morgen. Jetzt habe ich die Garage mit dem Hochdruckreiniger alles schön rausgedampft. Ist jetzt sauber. Die Hofeinfahrt, also zur Garage, habe ich auch schon abgedampft. Habe die ganzen Motorräder noch gewaschen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Endergebnis. Dann könnt ihr jetzt den Geräteschuppen sehen, wo die Motorräder reinkommen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Eben der Plan ist, dort 3 Motorräder unterzubringen. Und dass ich dann hier vorne meinen Beiwagen noch reinstellen kann. Bin gespannt, ob das vom Platz her so geht, aber ich denke, es sollte gehen. Ja. Ich habe gleichzeitig auch alle Batterien, also Starterbatterien von den Motorrädern jetzt schon geladen oder bin noch am Laden. Ich werde jetzt ein Motorrad nach dem anderen holen und dort reinstellen. Ich würde sagen, ich zeige euch dann einfach das Endergebnis, wenn ihr dann seht, wenn die Motorräder drin stehen. Mache jetzt noch ein bisschen weiter und dann zeige ich euch den Rest noch. But now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plans
don't grow without water, and they cave when it's cold. Die Motorräder habe ich jetzt im Schuppen drin. Ich zeige euch mal den Schuppen. Ich denke, die Kawasaki, die Chopper kriege ich da noch rein. Ja, vom Platz her sollte das reichen, aber es darf einfach nichts mehr dazukommen. Seht ihr jetzt, also hier könnte ich jetzt noch locker die Kawasaki reinstellen. Der Beiwagen ist drin. Dann so ein kleiner Roller noch oder Vespa, wo jetzt auch noch gerade die Batterie geladen wird. Dann noch so eine kleine Honda. Mit der Kawasaki will ich jetzt heute noch eine Runde fahren. Ich gehe jetzt noch die Tiere füttern, dann geht es morgen weiter. Morgen will ich noch den Rundweg machen ums Haus rum mit dem Hochdruckreiniger und vorne hier an der Einfahrt die Steine säubern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Till we're older, put your head on my shoulder, and let's enjoy. Ja, ihr habt euch sicherlich gefragt, was das Bild von der Einleitung zu dem Video, was es damit auf sich hat. Das kann ich euch einfach sagen. Ich bin, muss ich sagen, schon ein bisschen müde. Im Moment resigniere ich auch einfach ein bisschen. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo ich einfach merke, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht werde. Ich möchte vieles erledigen, schaffe es aber einfach nicht allein. Das ist jetzt in diesem Jahr wirklich extrem, weil es einfach, ich habe noch einiges zu tun, kann das aber irgendwie alles nicht erledigen, weil ich auf fremde Hilfe angewiesen bin. Die fremde Hilfe, die kommt im Moment nicht, weil die Leute hier sind natürlich beschäftigt mit Reisernten, mit jetzt demnächst dann auch Maniokernten. Da sind die Leute relativ beschäftigt. Das heißt, ich kann da nicht viel auf Hilfe gerade zählen. Somit bin ich da auf mich alleine gestellt. Letztes Jahr war noch der älteste Sohn da. Da konnte man noch einiges zusammen machen. Jetzt bin ich einfach dieses Jahr wirklich alleine hier. Das mag manchmal gut sein, manchmal schlecht sein. Ich sag mal, beim Arbeiten würde ich mir manchmal die eine oder andere Hilfe wirklich sehr wünschen. Und wie gesagt, ich werde da einfach meinen eigenen Anspruch her auch nicht irgendwo gerecht. Werde doch sicherlich manchmal dem Anspruch meiner Frau nicht gerecht. Aber ja, ich kann es einfach nicht ändern. Ja, deswegen habe ich da jetzt gerade so einen kleinen Tiefpunkt, der mich einfach ein bisschen runterzieht. Und ich habe einfach gedacht, ich mache daraus einfach ein Video, weil ihr dürft gerne auch wissen, wie ich mich manchmal fühle, wie es mir geht. Es ist nicht immer alles durch die rosa-rote Brille anzuschauen. Ja, ihr dürft gerne natürlich fleißig kommentieren, wie ihr das machen würdet, wie ihr mit der Situation umgehen würdet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da durch eure Unterstützung da irgendwo wieder ein bisschen Mut fassen kann. Würde mich persönlich natürlich freuen. Das Ganze ist dann natürlich auch manchmal gepaart durch irgendwelche Äußerungen, sei das jetzt aus dem Familienkreis, sei das jetzt aus dem Freundeskreis, wo es dann manchmal heißt, ja, aber warum hast du jetzt nicht das gemacht oder probier doch auch mal das aus oder ja, das könntest du auch mal noch aufräumen oder da könntest du das noch machen oder ja, warum hast du dein Pilzregal noch nicht angefangen? Das sind alles Dinge, die höre ich mir an, die tun mir aber manchmal weh, weil ich einfach sagen muss, wer mich persönlich kennt, sage ich mal so, der weiß, dass ich absolut kein fauler Mensch bin. Ich bin jemand, der gerne arbeitet, auch eben gerne viel arbeitet, um meinen eigenen Anspruch irgendwo gerecht zu werden und merke jetzt gerade einfach jetzt an dem Punkt, dass das schon teilweise ein bisschen ermüdend ist, weil ich einfach merke, allein kann ich hier nicht wirklich das alles bewegen, was ich gern bewegen möchte. Aber ja, nichtsdestotrotz muss ich da einfach das Beste draus machen. Ich möchte einfach, dass mich vielleicht der ein oder andere auch mal ein bisschen versteht. Das ist nicht, dass ich das nicht machen will oder manche Arbeiten auch nicht machen will oder manches auch nicht ausprobieren möchte. Ich kann einfach nur sagen, ich würde gern vieles ausprobieren, ich würde gern vieles machen, aber habe einfach wirklich die Zeit nicht da dafür. Mein Tag, der fängt früh morgens an. Ich wache morgens irgendwo, sage ich mal, um die 6 Uhr auf. Um 6 Uhr rum wache ich auf, trinke meinen Kaffee. Dann, manchmal ist es auch 5 Uhr, trinke dann meinen Kaffee.
versorge dann als erstes mal meine Hunde. Dann kehre ich ein bisschen durchs Haus, mache sage ich mal, die Reste von den Geckos entsorge ich dann. Ja, dann geht es weiter auf die Farm, dann werden die Tiere gefüttert. So fängt mein Tag einfach an, bis ich dann irgendwann mal meine eigentliche Arbeit anfangen kann. Vergeht da einfach ein bisschen eine Zeit und ja, dann am Abend das gleiche Spiel natürlich. Ich muss die Hunde auch wieder versorgen. Ich muss die Tiere auf der Farm draußen versorgen. Das alles abgezogen, bleibt mir vom Tag nicht mehr viel. Klar, ihr könnt jetzt sicherlich sagen, ja, dann steh doch einfach um 3 oder um 4 auf. Könnte ich machen, sicherlich, aber möchte ich einfach nicht. Oder kann ich auch einfach nicht. Bin da schon, sage ich mal, ich brauche da ein bisschen Anlaufzeit in den Morgenstunden. Aber ja, dafür arbeite ich manchmal bis am Abend noch viel länger. Zum Beispiel vor 2 oder 3 Tagen hat mich der Neffe am Abend angerufen, hat gefragt, du, wie sieht's aus? Ich habe gerade meinen Reis abgeerntet, kannst helfen, den Reis auszulegen zum Trocknen. Da bin ich natürlich der Letzte, der sagt, nein, mache ich nicht. Bin dann natürlich hingegangen. Dann waren da natürlich auch wieder Freunde dabei, die dann auch gesagt haben, ja, wir haben heute auch Reis gemacht, auch Reis geschnitten, hilfst uns auch noch mit, den Reis auszubreiten, zu trocknen. Ja, da sagt man natürlich nicht nein. Mein Tag war dann letztendlich abends um 11 beendet und ja, somit ist es also nicht so, dass ich hier nichts tue, dass ich mich auf die faule Haut lege oder das Leben genieße. Ich gehe nicht in den Ferien. Ich bin jetzt, seitdem ich hier bin, war ich glaube nicht einmal irgendwo zu den Ferien, außer halt, ja, wenn meine Frau da ist oder jetzt, wo Martin da war, dass ich da mal mich ein paar Tage ausklinge. Das ist aber auch alles. Die restliche Zeit bin ich eigentlich hier am Arbeiten und ja, so ist einfach mein Alltag. Und ich denke, da kann mir der ein oder andere dann auch nicht wirklich vorwerfen, dass ich hier irgendwo weniger tue oder nichts tue. Ich glaube, ich tue hier viel und habe da auch Spaß dran. Und ja, so sieht es aber einfach aus. Ich denke, vielleicht muss ich auch mal ein Video machen von meinem eigentlichen Tagesablauf. Derjenige, wo da mal Interesse hat, der soll mir das einfach ab in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da vielleicht mal was draus machen. So komisch das für den einen oder anderen sicherlich war, dieses Eingangsbild. Aber das hat im Moment einfach so meine Gefühle im Moment ein bisschen wiedergespiegelt. Wie gesagt, ich wollte einfach ein Video draus machen. Hoffe da auch natürlich auf eure Unterstützung. Gebt mir Mut, würde mich tierisch freuen. Ich bin aber definitiv ein Mensch und deswegen kann ich das Ganze ein bisschen entschärfen. Ich bin sicher ein Mensch, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Ich habe schon immer gekämpft in meinem ganzen Leben und wenn ich noch so oft auf dem Boden lag und wenn noch so viele Steine im Weg lagen, ich habe mich da durchgekämpft. Und das möchte ich euch einfach auch noch jetzt zum Schluss dann mit auf den Weg geben. Ich werde ganz sicherlich nicht aufgeben. Ich mache hier weiter, auch wenn ich hier den Alleinkämpfer spielen muss. Aber eins kann ich euch sagen, ich lasse mich hier nicht unterkriegen, denn ich mag das Land hier, ich mag Thailand, ich mag die Menschen hier, ich mag unsere Familie hier. Und auch wenn die Familie manchmal wenig Zeit hat, um mich zu unterstützen, doch weiß ich, dass die Familie da ist. Ja, das tut einfach gut und so schnell werde ich hier sicherlich nicht aufgeben. Es wird also sicherlich weitergehen, meine Reise hier in Thailand. Und mich würde es natürlich tierisch freuen, wenn ihr mich weiterhin auf der Reise begleitet. Denn ja, ich denke, es gibt nichts Schöneres, als einfach Leute zu haben, die das gut finden, was ich hier tue, die mich hin und wieder dann auch anstoßen. Das tut einfach wahnsinnig gut. Deswegen, ihr braucht keine Angst haben. Ich werde sicherlich nicht aufgeben hier. Aufgeben war für mich noch nie eine Devise. Für mich hieß es immer, weitermachen, nicht zurückschauen. Ich sage immer, der Mensch hat die Augen vorne, um auch nach vorne zu blicken, in die Zukunft und nicht nach hinten. Und getreu dem Motto lebe ich einfach hier. Und deswegen macht euch einfach keine Sorgen. Ich mache ganz sicherlich weiter. Das kann ich euch einfach nur sagen. Und neben der ganzen Arbeit möchte ich natürlich auch hier und da mir mal, sage ich mal, nicht eine Auszeit, aber einfach auch mal eine kurze Pause gönnen müssen. Ganz am Anfang, als ich hierher gekommen bin, habe ich eigentlich nonstop durchgearbeitet.
Habe da eigentlich keinen Tag Pause gemacht. Mittlerweile gönne ich mir einfach, ich mache das immer auch abhängig vom Wetter, abhängig von meiner Stimmung, gönne ich mir einfach einen Tag in der Woche, wo ich einfach nichts tue, wo ich einfach, ja, keine Ahnung, auch mal ein bisschen versuche, meinen Hobbys jetzt mal wieder nachzugehen, die auch viel zu kurz gekommen sind. Ich meine, ihr wisst, ich bin ein Angler, bin dem Angelsport verfallen, habe mich natürlich hier auch mit gewisse Dinge beschäftigt, wie mit Pilze oder mit anderen Sachen. Auch mit Kochen beschäftige ich mich jetzt mehr. Habe jetzt auch gestern mit Hilfe vom Klaus, viele liebe Grüße an dich, denn lieber Klaus, auf dem Weg mit der Wursterei beschäftigt. Habe jetzt gestern meine ersten, sag ich mal, Nürnberger Bratwürste produziert oder ja, habe mir da 2 kleine Küchenmaschinen gekauft. Habe jetzt gestern meine eigene Wurst gemacht, diese Nürnberger Bratwurst. Habe die natürlich ein bisschen Thai-spezifisch abgeändert. Ist natürlich Chili drin, ist natürlich ordentlich an Knoblauch was drin. Ich finde sie lecker. Mal schauen, ob ich da draus vielleicht auch mal ein Video mache. Ich werde jetzt heute Abend und morgen noch ein paar Würste streuen hier im Dorf und mal schauen, was die Dorfbewohner dazu sagen. Und das sind alles so Dinge, die ich gerne einfach auch mal wieder machen möchte. Ich möchte auch gerne auch mal wieder zum Angeln gehen. Auch da, wenn ihr gern mal von mir ein Video sehen wollt, was übers Angeln berichtet, dann schreibt mir auch das einfach in die Kommentare. Dann kann ich das sicherlich auch mal umsetzen oder möchte ich auch gern umsetzen. Es ist eben, ich muss ehrlich sagen, möchte nicht auch die ganze Zeit immer nur arbeiten. Ich möchte das Ganze hier, das ganze Thailand auch ein bisschen genießen können, weil wenn ich mir diese Zeit, meine Hobbys nicht mehr gönnen kann hier, dann stelle ich mir einfach die Frage, warum bin ich überhaupt ausgewandert? Ich wollte einfach auch meinen Kopf frei kriegen und wollte einfach auch wieder, ja, nicht das tun, was ich einfach will, sondern will einfach die Zeit mir einteilen können, so wie ich es gern möchte. Und deswegen freue ich mich jetzt natürlich auch, wenn ich mich vielleicht auch mal wieder ein bisschen meinen Hobbys widmen kann, dem Angeln widmen kann und dem Kochen, wo ich jetzt wirklich verfallen bin, oder auch die Wursterei. Möchte auch wieder häufiger räuchern und ja, das sind alles so Dinge, wo ich mir dann doch hier und da jetzt da mal eine, sag ich mal, kleine Pause gönne, um meinen Hobbys einfach auch mal wieder gerecht zu werden. Und ja, ich sag mal, wenn man dann seine Hobbys auch auslebt, dann geht es einem persönlich ja auch wieder besser. Und auch diese YouTube-Geschichte ist natürlich auch, das macht mir einen riesen Spaß und die Zeit möchte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Deswegen, ja, möchte ich das auch weiterhin ein bisschen genießen. Zum Schluss des Videos würde ich mich einfach nur freuen, wenn euch mein Video gefallen hat, auch wenn es teilweise ein bisschen privat vermischt war mit den Arbeiten, die ich hier erledigt habe. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen privat aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Das akzeptiert ihr so. Mich würde es tierisch freuen, mich würde es auch tierisch freuen, wenn ihr, wie gesagt, mir da auch ein bisschen Mut machen könnt, hier weiterzumachen. Aber ihr wisst ja, die Devise für mich heißt weitermachen. Aber ich würde mich natürlich freuen, umso mehr Unterstützung man hat, umso mehr man das Gefühl hat, nicht allein zu sein, macht es natürlich umso mehr Spaß. Wenn ihr doch ein bisschen mehr von mir auch wirklich mal privat erfahren möchtet, dürft ihr mir auch da gern was in die Kommentare schreiben. Denn überlege ich mir da vielleicht auch mal was, sage ich mal, über die Beweggründe überhaupt, warum ich hierher gekommen bin, warum ich den Weg erstmal alleine eingeschlagen habe und so weiter. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann kann ich da sicherlich auch mal was machen. Wie gesagt, zum Schluss kann ich euch einfach nur sagen, ich gebe nicht auf hier, es geht definitiv weiter, die Reise hier mit mir in Thailand, und würde mich riesig freuen, wenn ihr mich dabei weiterhin begleitet und mir weiterhin Mut zusprecht. Das hat mir schon die letzte Zeit immer wieder sehr, sehr viel gebracht und mir wirklich gut getan. Den Rückhalt bekomme ich natürlich auch aus der Familie und darüber bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Die Familie versteht es oftmals, wenn ich sage, vielleicht das oder das habe ich noch nicht erledigt, weil ich eben ja, allein bin, weil ich auf Hilfe anderer angewiesen bin. Da bin ich auch froh drüber. Wie gesagt, die Familie gibt mir viel Rückhalt. Da bin ich wirklich dankbar darüber. Ich werde definitiv weitermachen. Und zum Schluss des Videos würde ich einfach sagen,
vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Trotzdem, ich wünsche euch noch eine ganz, ganz gute Zeit und bleibt wie immer gesund da draußen. Passt auf euch auf. Ich sage danke und tschüss. Bis bald. Euer René aus Thailand.